Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine leckere One-Pot-Pasta mit Barbecue, Tomatensauce, Hackfleisch, Pilzen und Paprika. Dafür als erstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, 400 Gramm gemischtes Hackfleisch in die Pfanne geben und jetzt für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze unter gelegentlichem Wenden krümelig anbraten. Das Hackfleisch auch ruhig schon mal mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Nebenbei bereiten wir noch die restlichen Zutaten vor. Eine große Zwiebel abziehen und in Streifen schneiden, 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen und grob hacken. Dann habe ich hier noch eine rote Paprika, waschen, entkernen und in Streifen schneiden. Und zum Schluss noch 300 Gramm braune Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, das Gemüse mit zum Hackfleisch in die Pfanne geben, für weitere 2 bis 3 Minuten unter gelegentlichem Wenden mit anbraten. Und jetzt geben wir noch die restlichen Zutaten dazu, 400 Gramm ungekochte Nudeln, ich habe hier heute Fusilli genommen, außerdem 2 Teelöffel Pizzagewürz, einen guten Teelöffel Salz, 500 Gramm passierte Tomaten, 150 bis 175 Milliliter Barbecue-Soße, da hat der ein oder die andere doch bestimmt noch eine Flasche von im Kühlschrank stehen und zum Schluss noch 800 Milliliter Wasser dazu gießen, die One-Pot-Pasta einmal gut umrühren, anschließend alles zum Kochen bringen und dann mit geschlossenem Deckel bei niedriger bis mittlerer Hitze für 10 bis 12 Minuten sanft köcheln lassen, zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, die One-Pot-Pasta einmal gut umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, bis die Nudeln gar sind und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Danach ist die Nudelpfanne fertig. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ein letztes Mal gut umrühren und dann auf tiefen Tellern verteilen und servieren. Wer mag, kann für die Garnitur noch etwas fein gehackte Petersilie drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.